Herzlichen Dank für die Einführung. Mein Name ist Etter. Und ich bin Caroline Hirt. Ich arbeite seit einigen Jahren in der deutschen Schweiz und verstehe Deutsch, eben Schweizerdeutsch, ziemlich gut. Aber es ist ein bisschen schwierig für mich, auf Deutsch vor einem Publikum zu reden. Ich werde daher auf Englisch sprechen und ich bitte Sie um Ihr Verständnis. As Mrs. Martinez said, Christian and I are the founders of the Digital Arts Association, a non-profit organization, and we're here today to talk to you about the MUDA, which stands for the Museum of Digital Arts. We only have 5 minutes, so we're gonna keep it short and sweet, but we have a workshop later on this afternoon where we can continue the discussion. Die Digitale Art Association ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, zum Technologie und Kunst zu verschmelzen und dass damit auch ein gesellschaftlicher Nutzen entstehen kann. In diesem Bereich gibt es eigentlich 2 Hauptprobleme, die wir sehen, wo sich die Schweiz damit konfrontieren muss. Und die sind jetzt auch schon eigentlich sehr gut diskutiert worden. Einerseits geht es darum, dass wir zu wenig Ingenieure und Programmierer haben, gerade auch die Frauen, die fehlen. Und andererseits, was auch aus unserer Sicht ziemlich prekär ist, es gibt keinen öffentlichen Raum, wo die Verschmelzung von Kunst, Technologie, Wissenschaft und Kreativität und auch die Auswirkungen davon können diskutiert werden. Die 2 Probleme können aber auch eine Chance sein. Wir haben dann im 2010 ein Konzeptpapier verfasst, das die Gründung des Museums für digitale Kunst in Zürich evaluiert. Why Zurich? I think everybody who took the stand here gave very compelling arguments. So you can imagine that when we sat together to discuss where to ground this museum, Zurich kind of popped out as a natural choice. We heard the term of ecosystem, and Zurich is an ecosystem that is really stimulating because it reunites 3 core aspects that are involved in digital arts, which are technology, art, and science. We have international tech companies ranging from IBM to Google. We have the ETH and its spin-offs. We have a dynamic and growing tech and creative industry. I mean, all this positioning of Zurich was convincing enough to say that, okay, we want to ground this museum and the first digital museum of Europe in Zurich. Die Wirtschaftsförderung von der Stadt Zürich hat uns dann in Verbindung gesetzt mit der Migros-Genossenschaft. Und sie verfügen an der Pfingstweidstraße über ein Hochhaus, wo sie eine neue Nutzung für das Erdgeschoss gesucht haben. Das sind 400 Quadratmeter. Die Geschäftsleitung von der Genossenschaft Migros hat uns dann das Erdgeschoss angeboten zu einem sehr attraktiven Mietzins. Sie haben einfach die Bedingung gestellt, dass wir uns um alle Bewilligungen kümmern. Das ist ein denkmalgeschütztes Haus, was relativ geschickt war von ihnen. Aber wir haben dann, nach über einem Jahr haben wir, auch dank dem, dass wir über den Stadtrat gegangen sind, haben wir jetzt eigentlich alle Bewilligungen einholen, um eigentlich schlussendlich die Empfangshalle in einen Museumsbetrieb umzuwandeln. Wir sollten vielleicht noch kurz darüber reden, was digitale Kunst ist und wieso dass sie wichtig ist. Für uns, wir definieren digitale Kunst in dem, dass alles, was eigentlich programmiert ist, also wo Zahlen als Basis haben und einen künstlerischen Ausdruck haben. Das heisst, es geht nicht nur um Sachen, die sich auf einem Bildschirm abspielen. Im Gegenteil, es geht vor allem um physische Installationen, die programmiert sind, die Algorithmen und Sensoren verwenden, um ein einmaliges Erlebnis zu schaffen. In other words, what we want to create are interactive experience, interactive exhibition that address and inspires a very broad audience, going from children to grown-ups, from techies to newbies. We want our audience, our public, to be able to experience digital arts
and to experience the poetry that can be made possible when you merge technology and creativity. We'll hold 3 exhibitions per year, and all these exhibitions are going to last from 3 to 4 months and be focused on one artist or one collective. For each exhibition held within the walls of the museum, there will be they will come along with comprehensive digital contents. We're talking here about videos, interviews, interactive experience that can be accessed from our local visitors, but also from around the world through our apps and through our website. The museum's website is actually also going to be another home for the engineers, for the scientists, for the geeks, for the artists, for the general public to connect, to discuss, to meet, to share knowledge. The aim of the Museum of Digital Arts is not only to host digital arts and to support its community, it is also to inspire and to trigger the interest of our young men and young women. Teaching physical computing and creative coding to young children, to teens, to adults, to teachers, showing them how to master the magic of technology, giving them the tools and the resources is one of the many ways that you can empower the youth and to make them discover computers and hardware not as mysterious and closed systems, but as empowering tools that you can play around with and create. It's also a means to bring them, to shift them, to become not any more technological consumers, but to shift them and to encourage them to become makers. Und um diese Strategie noch weiterzutreiben, wenn wir auch als Museum mit den Schweizer Schulen zusammenarbeiten. Wir wollen natürlich auch bestehende Initiativen, die wir jetzt heute auch schon davon gehört haben, natürlich mit diesen Synergien zu arbeiten. Wir wollen natürlich auch Lehrer einbinden in das Ganze, was ja auch ein wichtiger Multiplikator ist. Und solche Sachen zusammenzubringen. Wir sind ein Erfahrungsteam, das hinter dem Projekt steht, nicht nur in Bezug auf Technologie, aber auch in Bezug auf Ausstellungen. Wir haben schon mit dem Centre Pompidou oder mit dem Shanghai Art Museum, wie auch zum Beispiel mit dem Museum of Science in London Ausstellungen gemacht. Und wir denken, wir wissen, wenn man sehr gute, effiziente Ausstellungen auch ohne viel Geld kreieren kann. Seit dem Ende des letzten Jahres haben wir, wie gesagt, alle Bewilligungen. Wir haben dann im Januar angefangen, uns um die Finanzierung zu kümmern und haben bis jetzt bereits über 40% können sichern von dem Betrag, den wir brauchen. Die Finanzierung ist vor allem aus der Privatindustrie auch gekommen. Und momentan fehlen uns eigentlich noch 1 bis 2 Partner, damit wir Ende Juni den Mietvertrag unterschreiben und Anfang Januar 2016 termingerecht aufmachen können. The International Commission of Museums actually defines a museum as a non-profit organization or institution that in the service of society and of its development. And this is a definition we actually really like and would like to support. We see the Museum of Digital Arts as also a place where we can install dialogue and discussion, where we can question and discuss important issues like our relationships to technology, to algorithms, to net neutrality and so on, all those topics that are going to become increasingly important in our society in the near future. We would also like to thank everybody that gave our support for this project to arrive here this afternoon, and also to Frau Martinez, who has invited us to present here. We really hope that we managed to share a bit of our passion and trigger your curiosity, and we invite you to continue the discussion with us during the workshop later on. Thank you. Thank you very much.